Wir haben eine Rennmaschine, glaube ich. Ja. Oder eine Rennmarion. Ja, beides in Kombination. Ich bin da mal weg. Großartig. Also ich habe das erst für eine Sturmwolke gehalten. Ich muss heute ein paar Einkäufe machen in der Stadt. Und dann brauche ich noch das Ticket für die Brückendurchfahrt. Wir wollen heute Nacht durch die Brücke. Ich brauche noch Öl für den Wassermacher. Der hat noch keinen Ölwechsel bekommen in 3 Jahren. Und das ist 15W30, das ist in Autoläden eher ungewöhnlich, aber ich bin hier gerade vorbeigekommen, die waren total lieb, die haben mir aufgeschrieben, wo ich es bekomme, haben es mir auf Google Maps auch gezeigt und jetzt gucke ich mal, ob ich das finde. Bin echt froh, dass ich den Roller habe. Ich habe jetzt 4 oder 5 Stationen in einer Stunde abgerissen, bin über 6 Kilometer gefahren und das ist natürlich genial mit dem Movi Pro S. Und mit unserem E-Roller bin ich da echt super glücklich, dass der so flott ist und so klein und dass man ihn eben gut mitnehmen kann auf dem Dingi. Also das hat super geklappt. Ich habe alles gekriegt. Ich habe sogar einen Impeller bekommen für den Wassermacher. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und ein Öl, was ich unbedingt brauchte. Naja, und für die Brückendurchfahrt haben wir die Gebühr bezahlt. Wir können heute Nacht durch die Brücke fahren Richtung Norden. Und da freuen wir uns drauf. Wir kommen in die richtige Richtung. In der Nacht passieren wir die Brücke von Chalkida. Die Kamera läuft, doch viel ist nicht zu erkennen. Nur das Glitzern der Lichter, das dunkle Wasser, ein paar Silhouetten. Trotz der späten Stunde ist die Promenade voller Leben. Menschen sitzen draußen, trinken, lachen und beobachten, wie wir und andere Boote langsam durch die enge Passage gleiten. Die alte Tröbrücke öffnet nur einmal pro Nacht. Für wenige Minuten, genau dann, wenn Stillwasser ist und die Strömung für einen kurzen Moment zur Ruhe kommt. Wer durch will, muss wach sein, denn das Zeitfenster ist eng und wir sind nicht alleine. Da wir sowieso wach sind, fahren wir nach der Durchfahrt noch ein Stück weiter. Keine Aufnahmen mehr, wir sind müde, die Nacht ist fortgeschritten. Irgendwann fällt der Anker, kein besonderer Ort, aber ruhig genug für ein paar Stunden Schlaf. Am Morgen geht es direkt weiter. Der Wind ist schwach, doch wir wollen Strecke machen. Langsam, Meile für Meile. Der Wind schläft langsam ein. Wir haben ihn mittlerweile eher von hinten. Ich bin aber auch abgedreht. Hier sieht die Küste hübsch aus. Wir sind weitergekommen, als wir dachten. Und ja, sieht eben so aus, als ob der Wind jetzt auch weggeht. Wir können hier um die Landspitze rum, gibt es eine Bucht. Da werden wir reingehen. Wir waren ja heute Nacht sehr lange wach, haben auch nur wenig geschlafen, sind deswegen auch müde. Und da wird wahrscheinlich auch kein Schwell sein. Das heißt, wenn wir jetzt früh ankommen, dann können wir da noch einen ruhigen Abend verbringen, uns erholen und dann morgen, sobald der Wind kommt, eben auch weiterfahren.
Und was sagst du zur Segelstellung? Ja, mehr geht nicht bei dem bisschen Wind. Sieht doch ganz gut aus. Wie viel Knoten Wind haben wir? 6,5. Okay. Und wir fahren? Wir haben eine Rennmaschine, glaube ich. Ja. Oder eine Rennmarion. Ja, beides in Kombination. Vielleicht solltest du einfach in Zukunft am Steuer stehen und ich schau zu. Das schaffst du nicht. Nee, das ist wahr, aber vielleicht kann ich es ja versuchen. Das schaffst du nicht. Das hältst du keine Stunde durch. Was haltet ihr davon? Soll ich mich mal zur Seite setzen? Also, was auf jeden Fall stimmt, das Zen des Segelns sollte ich tatsächlich mal lernen. Marion lacht. Immerhin das hat es bewirkt. Ja. Warum lachst du eigentlich? Naja, weil du das nicht schaffst. Du musst nach der spätesten 5 Minuten musst du anfangen, irgendwo was rumzuzuppeln, um noch mal einen Knoten mehr rauszukriegen. Was auch ohne funktioniert, aber oder einfach vielleicht mal es dabei belassen, was man hat und sagen, schön, wir fahren. Nee, ich habe einen neuen Trick. Wenn es mir zu langsam ist, dann zuppel ich an dir rum und sag, mach mal was. Weil ich mach nichts. Das willst du nicht. Ja gut, dann stell dich einfach ans Steuer und dann sind wir auch schon schneller, wenn das die Lösung ist. Sieht so aus. Das haben wir aber schon öfters festgestellt. Das haben wir auch schon auf Sleipnir festgestellt. Also auf dem Vorgängerboot. Auf dem Vorgängerboot, auf dem ersten haben wir schon festgestellt. Ich komme schon durcheinander, aber so viele Boote hatten wir schon. Was tatsächlich stimmt, ich habe gestern, als Marion geschlafen hat, wir haben ja so eine kurze Nacht hinter uns gehabt. In der Zeit hatte ich relativ stabilen Wind und habe mich mal um den Segeltwist gekümmert, weil da habe ich ehrlich gesagt mich noch gar nicht so richtig drauf gekümmert auf dem Boot. Ich habe halt einfach immer irgendwie die Segel gestellt. Auch mit der Großstot habe ich relativ wenig gearbeitet. Die Windwehen-Einstellung am Autopilot, wenn da der Wind dreht, dann will die eine neue Bestätigung haben, dass es so weiterfahren soll. Ja, wo war ich denn gerade? Gestern Da habe ich mich um den Segeltwist und um die Segelstellung noch mal ein bisschen gekümmert. Und da kann man tatsächlich noch ein bisschen was rauskitzeln und da brauche ich, glaube ich, noch eine ganze Weile. Wir sind schon über 2400 Meilen mit dem Boot gesegelt. Und jetzt komme ich so langsam an den Punkt, dass ich beim Segeln mich auch mal mit Themen vom Segeln in Ruhe beschäftigen kann. Weil bisher oft einfach andere Sachen im Vordergrund waren, irgendwelche technischen Sachen, die mich beschäftigt haben oder sowas. Und das ist schön, jetzt tatsächlich auch beim Segeln und beim Reisen wieder anzukommen. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Es ist kaum Wind. Wir treiben langsam dahin, das Wasser ist glatt, die Segel stehen nur noch aus Gewohnheit. Wir nutzen die Zeit auf unsere Weise. Ich spleiße einen Softschäkel, nichts Kompliziertes, aber überfällig. Gut, wenn das endlich erledigt ist. Christoph hat sich ein kleines Projekt vorgenommen. Etwas, das er schon eine ganze Weile mit sich herumträgt. Heute ist der richtige Moment dafür. Kein Druck, kein Zeitplan, nur endlich tun, was lange mitgesegelt ist. Es sind diese stillen Stunden, in denen man sich einfach treiben lässt. Nicht nur das Boot, sondern auch all das, was sonst keinen Platz findet. Großartig. Jetzt macht's blub und das Ding fällt ins Wasser.
festsitzen. Ich bin da mal weg. Du segelst uns darüber. Ah, das ist ein Traum. Gut, dann gehe ich. Wenn er jetzt so sein Segelzelt findet, ist doch alles gut. Solange es ihn glücklich macht. Maschine läuft. Wir haben es befürchtet. Das hier ist der Nordorböische Golf. Nicht so arg viel Wind. Das ist insgesamt hier auch echt total ruhig. 2 Segler heute Nacht gesehen oder gestern, am ganzen Tag eigentlich, und sonst nichts. Mich würde mal interessieren, wenn jemand hier schon mal unterwegs war, beziehungsweise außen nach Norden um Euböa herumgefahren ist. Da würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wenn das jemand weiß, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich habe immer mitgenommen, man fährt innen rum, weil außenrum ist so viel Wind aus Norden, also gegen an, und schlechte Ankermöglichkeiten, dass man eher innen durchfährt. Wenn ich aber innen durchfahre und sehe keine Segler, dann frage ich mich, wo fahren die eigentlich lang? So, genau. Ansonsten, wir tuckern halt jetzt langsam vor uns hin. Es gibt Schlimmeres. Und heute Abend kommen wir irgendwann irgendwo an. Bei 5 Knoten Wind haben wir hier das alles aufgebaut in glühender Hitze. Ich bin total durchgeschwitzt. Und wie ihr an dem Wasser seht, haben wir jetzt keine 5 Knoten mehr. Wir haben nichts mehr. Die Genua füllt sich nicht. Und unser Blister, der ist deutlich kleiner als die Genua. Der bringt wahrscheinlich auch nichts. Wir haben jetzt auch nur noch 3 Knoten Wind. Das heißt, wenn ich den Blister setze, fahren wir wahrscheinlich nur noch 1 Knoten oder, wenn wir Glück haben, 1 Knoten. Da hinten ist Wind, kann man sehen. Am Horizont ist Wind, aber hier halt nicht. Irgendwie nicht. Also die Maschine haben wir heute, glaube ich, schon 4, 5 Mal angehabt und wieder ausgemacht, weil wir versuchen, jeden Windfetzen mitzunehmen. Ja, sind vorhin bei 5 Knoten und halbem Wind eigentlich im Verhältnis relativ gut gelaufen, aber ja, ist wie es ist. 10 Minuten später, wir haben 11 Knoten Wind, ey. Ach Mann. Also ich bin ja froh, dass wir den Motor ausmachen konnten. Aber dieses ständige Rein-Raus ist schon ein bisschen... Ich glaube, ich kriege jetzt gleich ganz viele Kommentare, dass das Jammern auf hohem Niveau ist. Und wenn ich soll mir ein Motorboot kaufen oder sowas, kann das sein. Wahrscheinlich, ja.
So, 3,3. Hat nochmal 0,4 gebracht. Wir ankern im Lichadonisia-Archipel, ganz im Nordwesten von Euböa. Eine Gruppe kleiner, grüner Inseln versteckt inmitten tiefen, klaren Wassers. Die Umgebung wirkt still, abgelegen, fast unberührt. Und mitten in diesem Tief gibt es 2 Sandflächen. Dort fällt die Tiefe plötzlich auf nur 4 Meter. Wir haben eine dieser Stellen gefunden und liegen jetzt genau dort. Es ist windstill, das Boot bewegt sich kaum, das Wasser ist fast glatt. Die Inseln entstanden nach einem Erdbeben im 5. Jahrhundert vor Christus. Seitdem liegen sie hier, verändert vom Meer, geformt von der Zeit. Hier draußen gibt es keine Häuser, keine Infrastruktur, keine Ablenkung. Nur Wasser, Inseln und Ruhe. Wir machen jetzt mal ein bisschen Wetterkunde. Das da hinten ist eine Lenticularis-Wolke, eine sogenannte Föhnwolke. Und die entsteht, wenn feuchte Luft über Bergen meistens aufsteigt und dann an kalter Luft kondensiert. Und die wird deswegen so auseinandergezogen, weil in großer Höhe große Windgeschwindigkeiten herrschen. Deswegen wird die so langgezogen. Großartig. Also ich habe das erst für eine Sturmwolke gehalten. Das finde ich so faszinierend. Die hat so Streifen wie so ein Schichtgestein. Das sieht total schön aus. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Also die Lenticularis-Wolke hinter uns. Ich gehe mal raus, weil sonst ist der Motor so laut. Also, diese Lenticularis-Wolke ist tatsächlich dieselbe Wolke, die auch den Mistral anzeigt, weil das Symptom ist, die Ursache ist ja dieselbe. Beim Mistral steigt auch feuchte Luft über der Leeseite von Bergen auf, kondensiert oben, wird dann so langgezogen und das zeigt eben auch den kommenden Mistral an. Und dass ich das jetzt hier sehe, bedeutet, dass wir auch starke Winde bekommen und das steht ja auch im Wetterbericht drin. Ich hatte mal von einem Mittelmeersegler gehört, der hatte mir gesagt, wenn du Lenticularis-Wolken siehst, sofort reffen. Ich werde also jetzt die Segelfläche erstmal verkleinern und mal gucken, was dann passiert. Der Hintergrund ist, der Mistral kommt sehr plötzlich. Du siehst es am Horizont, die Kräusel, und wenn du das siehst, musst du sofort reffen. Nur hier ist der Horizont so nah, dass mir das nichts bringt. Ich habe im Moment keinen Wind, insofern kann man darüber natürlich diskutieren, aber ich denke, ich werde es jetzt erstmal ein bisschen beobachten, werde aber bereit sein, sofort das Segel wegzurollen und die Schot zu öffnen und dann sollte das eigentlich auch in Ordnung gehen.